Oh, für Futter tust du alles, ne? Ja, ist das toll. Komm mal hier, hopp. Richtig, hopp. Gut. Ja, hi, mein Name ist Jay und das ist die Juna. Und wir sind seit Mai letzten Jahr quasi zusammen unterwegs. Da habe ich sie bekommen. Da war sie 4,5 Monate alt. Jetzt sind wir bei 14 Monaten. Und ich bin 39 und nulle dieses Jahr. Okay, dann mach Platz. Gut. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute den Weg, der war gar nicht so weit am Ende. Das heißt, wir sind von dem Wohnmobil hier rüber zu dem Wohnmobil gelaufen. Da sitzt die liebe Jay und wir machen heute ein kleines Solo-Female Vanlife-Interview mit der lieben Jay. Mit bürgerlichem Namen heiße ich Jeanette. Das finde ich ist irgendwie zu hart. Ich hatte diverse andere Spitznamen und irgendwann hat sich es auf Jay eingetendert. Auch noch nicht so lange, aber doch einige Jahre. Und ich würde mal sagen, doch recht lebensfroh. So. Habe aber halt auch meine depressiven Momente. Kriege mich da aber ganz gut selber rausgezogen. Und ich liebe die Sonne. Und um nicht in diese depressiven Verstimmungen so hart abzurutschen, bin ich im Winter gerne mit dem Bus da unterwegs, wo der Sommer ist. Meine Homezone ist Hildesheim in der Nähe von Hannover. Da bin ich groß geworden, zur Schule gegangen und habe da eigentlich immer meinen Lebensmittelpunkt gehabt. Geboren bin ich aber in Cottbus. Ein Ossi. Beschreibe dich und Juna mit einem Satz. Ich glaube, wir sind das organisierte Chaos. Was gibt es sonst noch über dich zu wissen? Ja, und ansonsten, was kann man noch über mich sagen? Also ich bin gerne ordentlich, was nicht heißt, dass es auch mal ein absolutes Chaos ausarten kann. Ich mag auch an sich Sauberkeit. Das ist so ein Punkt im Vanlife, wo ich jeden Tag denke, es nervt einfach. Jeden Tag musst du auskehren, den Teppich ausschütteln, keine Ahnung, solche Dinge. Aber so ist es jetzt, gehört dazu und ist auch irgendwie okay. Wäre halt schöner, wenn es nicht so wäre, aber... Was sind für dich die größten Unterschiede zum Leben in einer Wohnung? Ich glaube, wenn man in einer Wohnung ist, also so war es bei mir zumindest, ist es viel strukturierter. Was nicht heißt, dass es im Bus nicht auch strukturiert ist. Es ist aber anders und leichter strukturiert. Die Wege sind unwahrscheinlich kurz. Also die Abläufe minimieren sich in der Dauer. Also ich kann ja auf dem Klo sitzen und trotzdem meinen Kaffee kochen. Zeit gespart. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist einfach dieses, ich stehe morgens dann irgendwann auf, ich komme raus, also ich bin direkt draußen und stehe in dieser schönen Natur. Das mit meiner Wohnung, die ich damals gehabt habe, war das halt nicht so. Klar, da hast du dann vielleicht einen Balkon und kannst auch Sonnenaufgang gucken oder hast dann auch die Sonne schon da. Aber ich finde, es ist mit mehr Leichtigkeit verbunden. Auch wenn ich mich manchmal schwer tue damit, aber so dieses Allgemeine ist so, ja. Ich mache jetzt so und dann mache ich noch dies und dann mache ich noch das. Zack, ist der Tag rum. Was ist dein größter Struggle? Also ich habe morgens immer Schwierigkeiten aufzustehen. Ich brauche unwahrscheinlich lange. Also wenn ich nicht schon vorm Wecker klingeln wach bin, dann klingelt der Wecker und dann brauche ich fast noch eine Stunde, bis ich so weit bin, dass ich aufstehen kann. Der Hund ist natürlich ein großer Motivator, ja, der dann auch mal vor die Tür möchte. Und wenn das Wetter gut ist, dann schaffe ich es halt einfach irgendwann. Und dann gibt es einen Kaffee, dann gibt es die ersten Sonnenstrahlen und dann starten wir unseren Tag. Und dann ist es auch gar nicht mehr so schlimm. Aber es braucht Zeit morgens. Wie bist du zum Vanlife gekommen? Ich erzähle immer, dass mein erster Bus, den ich hatte, ein Corona-Projekt gewesen ist, um ja, trotzdem weiter reisen zu können, weil ich das immer schon sehr, sehr gerne gemacht habe. Und ich das eine Weile immer als den Start in mein Vanlife quasi gesehen habe. Aber wenn man mal alte Fotoalben bei Oma durchguckt, war ich viel früher mit dem Wohnmobil oder mit dem Wohnwagen unterwegs gewesen.
also in den letzten Jahren immer wieder mit dem Auto auf irgendwelche Festivals, das Auto quasi umgerüstet, umgebaut, sodass man drin schlafen konnte, irgendwie eine Küche mit dabei hatte, auch mal zelten gewesen. Also eigentlich schon immer mit dem Campingwagen, Wohnmobil oder Wohnwagen, Zelt auch unterwegs gewesen. Und von dem her bestimmt es eigentlich, naja, nicht mein Leben, kann man nicht sagen von Anfang an, aber es war irgendwie immer so ein Teil. Hättest du dir damals so ein Leben vorstellen können? Nein. Nein. Der erste Bus, den ich ausgebaut habe, ist ein Crafter gewesen. Und das war wirklich ja, so dieses klassische Corona-Ding. Ich fühlte mich eingeschränkt in meiner Reiselust und in meiner Freiheit. Und habe nach einer Möglichkeit nicht unbedingt gesucht. Ich habe halt jemanden kennengelernt, der schon mit dem Van unterwegs gewesen ist. Und dann hat sich das so ja, weiter verlaufen, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt gerne meine eigene Karre irgendwie ausbauen, um demjenigen damals zu zeigen, dass das halt relativ schnell auch machbar ist irgendwie, mit wenig Mitteln. Dann hatte ich das tatsächlich nach 3 Monaten, also im Januar 2021 hatte ich diesen Wagen gekauft. Und nach knapp 3 Monaten war ich so weit, dass ich sage, okay, jetzt kann man da schon mal mit los. Habe dann das ein oder andere Wochenende gemacht. Dann hat es natürlich noch ein bisschen länger gedauert, bis das alles optimiert gewesen ist. Zeig mal deinen Van. Ich habe gerade überlegt, es ist ein bisschen peinlich, weil die echt mega dreckig ist, aber die wurde, seit ich sie habe, mittlerweile fast 3 Jahre, noch nicht einmal richtig geputzt. Wie bepowerst du deine Induktion? 2x 150 Ampere-Stunden Lithium-Batterien von Supervolt und auf dem Dach sind 350 Watt. Krass. Und für schlechte Zeiten ein Ladebooster mit 60 Ampere-Stunden. Ja, der große passt da nicht hin, das ist mein privater. Ja. Aber die Filme gucke ich tatsächlich über den, weil das hier mit der... Also die Decke ist der absolute Mist und die wird auf jeden Fall neu gemacht. Ist angedacht für ja, jetzt im Sommer, wenn ich dann zurück bin, weil das einfach so eine HDF-Platte ist und die hat einen Haufen Feuchtigkeit gezogen. Und dann hat die sich ziemlich schnell verbogen. Ich habe da wie nennt man das, keine Unterkonstruktion mehr dran gemacht, um das hier nochmal festzuschrauben und entsprechend kommt es hier halt, also biegt es sich einfach nach unten durch. Ja, ich habe also oben und unten drumherum und die Holme und so habe ich mit Schafwolle gedämmt. Okay. Und um den Platz einfach komplett zu den Seiten zu behalten, ist so auf dieser Fensterhöhe einmal rundherum ist aber tatsächlich auch Armaflex verklebt. Oh, okay. Und hätte dann, die Schafswolle hätte mehr aufgetragen, oder was? Vom Volumen her? Ja, da brauchst du ja dann auch wieder eine Konstruktion, wo du das hinterklemmst und für ordentlich Belüftung sorgen musst, damit das nicht anfängt zu gammeln, beziehungsweise um eben die Feuchtigkeit gut aufnehmen zu können und auch wieder abgeben zu können. Okay. Deswegen ist hier bei dieser ollen Decke, sind ja auch überall so, ich weiß nicht, ob man das sieht, habe ich das alles eingeschlitzt, damit die Luft halt zirkulieren kann. Krass. Aber das weißt du immer erst im Nachhinein, ne? Das weiß man immer erst hinterher, genau. Und dass die so, also mir gefällt das halt überhaupt nicht mehr mit der Decke, ne? Das ist der Sprühkork, genau. Und der Sprühkork ist halt auch übers Armaflex drüber gesprüht. Ich dachte, ich probier's mal. Funktioniert? Geht so. Der Sprühkork ist ja, der härtet halt aus und dadurch reißt es dann jetzt an den einen oder anderen Stellen. Ja, das ist ihre Höhle. Sie liegt eigentlich total Sie darf auch bei mir im Bett schlafen. Und ich habe einfach festgestellt, dass sie unwahrscheinlich gern mit unter der Decke liegt. Ja. Und ihr das offensichtlich ein gutes Sicherheitsgefühl gibt. Und deswegen haben wir dann jetzt irgendwann die Höhle angeschafft. Und da kuschelt sie dann schön drin, wenn sie mal nicht mit im Bett schlafen darf. Ja. Aber du hast den Van komplett alleine ausgebaut. Mhm, genau. Also mein Vati hat mir den ein oder anderen schlauen Rat gegeben und natürlich auch das ein oder andere Mal seine Hände zur Verfügung gestellt. Ja, aber ansonsten doch. Zu 90%. Aber hast du eine handwerkliche Ausbildung, irgendwas? Nee, ich komme aus dem sozialen Bereich. Okay. Mein Chef sieht, ne? Wie ich manchmal hier sitze und arbeite. Ich wollte gerade sagen, wenn das nicht ein Arbeitsplatz ist, oder? Tatsächlich so manchmal. Also das Schöne ist ja auch, wenn ich hier so sitze, dann sitze ich halt auch immer mit angewinkelten Beinen oder so, aber man sieht es halt kaum.
Ja. Mit den Dingern. Wie sind die Schränke verschlossen? Also wie bleiben die zu? Also die tatsächlich, also nur über diese Gasdruckfedern. Ja, okay. Und als ich angefangen habe, hatte ich die hier gebaut mit diesen Push-Lock-Dingern, aber das fand ich doof. Ja. Und dann bin ich auf die rübergegangen, weil ich dachte, hält ja. Und ja, einfach so, ist ja einfach nur mit Körben, weil da halt ziemlich viel Krempel reinpasst. Und die halten, wenn du fährst? Ja, weil ich hier diese Leisten Okay. zwischengeklebt habe. Also das sind tatsächlich so meine Vorratsgeschichten. Was hast du für einen Kühlschrank? Das ist der bestellt bei Belluna. Die rüsten die um Aber- auf 12 Volt und... Der läuft gar nicht mit Gas. Nee, Du hast im gesamten Auto hast du kein Gas. Ne? nein. Ah, okay, cool. Nur mein Gaskartuschenkocher als Backup. Ja, okay. Genau. Krass. Der hat noch so ein Ding da drin, dass das irgendwie leiser ist. Ja. Wenn es sehr warm wird, dann macht er irgendwann in der Nacht immer so Ping. Okay. Dann dauert es 3 Sekunden, dann springt er an. Man gewöhnt sich an alles. Okay. Ja, cool. Hier ist meine Toilettenspülung Okay. für das Meeting am Morgen. Das ist im Badezimmer, Krams und so. Hier ist so eine Klappe. Also ich hatte auch nicht so wirklich den Plan, wie man Schränke baut. Okay. Ich wollte es aber schön haben und ich wollte es so einfach und schnell wie möglich irgendwie gestaltet haben. mega gut. Und es hat sich, also ich habe natürlich die Maße ungefähr gehabt, was ich brauche. Und der Rest hat sich im laufenden Prozess ergeben. Ja, richtig gut. Genau. Richtig gut. Hier ist meine Toilette. Okay. Du hast Trockentrenntoilette, ne? Genau. Ist das auch Eigenbau oder hast du da irgendwas gekauft? Das ist ein Selbstbausatz gewesen, also dieser Einsatz. Da wo du praktisch dieses Kunststoffteil bekommst, ja? Genau, Und dieser den Rest hast du selber. also dieser Trenneinsatz und der Eimer für vorne und für hinten. Für klein ist so ein großes Geschäft. Ja. Und dann gab es eine Anleitung mit den Maßen. Und das habe ich mit meinem Verdi dann zusammen gemacht. Und das ist halt auch gleichzeitig so Einstieg ins Bett. Da muss man nicht immer so atemberaubende Akrobatik hier drin Ja, cool. vollziehen. Genau. Aber so ist es halt im Van. Du brauchst meistens irgendwelche Sachen, die halt multifunktional sind und gleichzeitig noch irgendeinen anderen Sinn und Genau. Zweck erfüllen. Ja. Ne? Also ich muss dir sagen, ich bin beeindruckt, wirklich. Das ist meine Hecktürensicherung, weil der Sprinter nicht diese Überrollbügel mehr hat, also dieser nicht. Und dann ist mir letztes Jahr am Tag, wo ich aufbrechen wollte aus der Heimat in Richtung Genua, um die Fähre nach Sizilien zu nehmen, durch den Wind die Tür einmal komplett umgeschlagen Okay. und hat mir das Fenster auf das Sideflare geknallt Okay. und dann war Fenster kaputt. Shit. Genau. Normalerweise- Und das ist meine Windsicherung jetzt Aber hier. normalerweise hat er auch diese Teile, die du hier Ja, anbietest. das sind genau diese ich glaube Überrollbügel heißen die, ne? Die sind dann halt sonst hier drin, aber das fehlt halt bei dem. Ja. Genau, ja, hier ist Heckgarage. Es ist nicht wirklich gut aufgeräumt. Das ist eine Heckgarage. Das ist auch egal, es ist ein Haufen Platz. Genau. Ja. Ah, hier ist so das Filtersystem, das zeige ich auch immer noch mal ganz gerne. Mit der liebe Stefan das gemacht, damit ich den Platz halt unten habe. Weil ich ganz gerne diesen ganzen Kram mal auf auch einer Schwerlastschiene und dann zum Rausziehen hätte. Weil das ist mega nervig, wenn du da hinten irgendwas rausholen willst, musst du alles erst wieder rausfriemeln und ja, genau. Aber dazu tankst du praktisch deinen Tank. Genau, hier mit dem Schlauch, ne? Dann verschiedene Gardena-Anschlüsse, damit man auch überall auf jeden Fall irgendwie drankommt. Was ist das für ein Filtersystem? Weißt du? Das ist von Filtradoc, genau, und der Stefan von Vans und Wasser vertreibt die und hat mir die halt auch mit. Man sieht doch da unten. Also von Cara Water. Da sieht man es. Ja, genau, also wenn. Sorry, Stefan, wenn du das siehst, ne? Ich weiß, das soll eigentlich immer leer sein, dieses Zeug. Nee, oder unten hängt irgendwas drin. Ja, was offensichtlich Ja, genau. rausgefiltert Also es ist halt hier das ist glaube ich der Sedimentfilter und dahinter ist noch ein Kohlefilter. Ja. Einmal zum B-Tanken, dass es halbwegs sauber in den Tank reinkommt. Dann habe ich noch eine Tankkonservierung drin. Und vorm Wasserhahn ist auch noch mal ein dreifach aktiv irgendwas Filter. wird. Wahrscheinlich, ja. Wasser schmeckt und bis jetzt bin ich auch noch nicht krank geworden. Wohin ging die erste Reise?
Die erste größere, längere Reise war 3 Wochen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Da bin ich zu einem Festival gefahren nach Österreich, habe Freunde in der Schweiz besucht und habe mich dann mal so ein bisschen reingefühlt irgendwie. Und habe dann ganz schnell gemerkt, boah krass, das will ich irgendwie mehr. Jetzt will ich auch das, was alle machen, nämlich den Winter über entfliehen aus dem kalten Deutschland und irgendwo hin, wo die Sonne scheint. Und dann bin ich im Herbst, Winter 21 nach, so ich sage immer, es ist so dieser Klassiker, Frankreich, Spanien, Portugal gefahren, genau. Eigentlich erstmal angedacht für nur, weiß gar nicht mehr, 2, 3 Monate. Dann war aber ziemlich schnell klar, nachdem ich da das halbe Jahr in Frankreich, Spanien und Portugal irgendwie verbracht habe, dass ich das mehr will. Und dann habe ich 22 im Sommer meine Wohnung aufgelöst, die ich bis dahin eben noch hatte. Habe den blauen Bus verkauft und gesagt, okay, brauche ein neues Basisfahrzeug, wo ich nochmal komplett von vorne anfange und dann nicht nur so Corona-Projekt mal schnell ausgebaut für Wochenende Urlaubsreisen irgendwie, sondern wirklich ein bisschen mehr in die Richtung, dass es dann eben auf Vollzeit-Vanlife eben einfach ausgerichtet ist und alles gut funktioniert, man auch ein bisschen mehr Stauraum hat als das, was vorher da gewesen ist. So kann doch keiner arbeiten! Gibt es ein bestimmtes Ritual, was du an einem neuen Ort durchführst? Also wenn wir ankommen, versuche ich tatsächlich erstmal nicht direkt auszusteigen, um das so smooth, wie es irgend möglich ist, für diesen Hund zu halten. Weil ich einfach gemerkt habe, dass es für sie immer wieder total spannend und aufregend ist, irgendwo anzukommen, rauszukommen und diese ganzen Tausende von Gerüchen irgendwie aufzunehmen. Deswegen komme ich gerne an, gehe nach hinten, setze mich erstmal einen Moment hin, damit sie nicht jedes Mal diese Erwartungshaltung hat. Wir kommen an und es ist Action angesagt. Die kennt nur Van. Ich habe sie bekommen, dann bin ich tatsächlich an meinem See in der Homezone, ich glaube 2 oder 3 Monate sind wir da gestanden, waren dann auch das ein oder andere Mal am Wochenende irgendwo unterwegs. Zwischendurch war ich dann immer mal wieder, weil es halt ziemlich schnell sehr heiß gewesen ist, bei meinen Eltern mit in der Wohnung. Also es ist witzig, sie ist von Anfang an Van-rein gewesen. Bei meinen Eltern hat sie das nicht so rausgehabt, Bescheid zu sagen oder irgendwie anzukündigen, wenn sie mal muss. Und dann mussten die Teppiche dafür herhalten. Wie entscheidest du, ob ein Platz für dich sicher ist? Tatsächlich ist es das Bauchgefühl, was ganz viel Sicherheit mitbringt oder halt nicht. Und wenn das Bauchgefühl von Anfang an irgendwie Mist ist, dann steige ich gar nicht aus, dann fahre ich direkt weiter. Und ansonsten, naja, ich sag mal so, wenn man über Park 4 Night fährt, dann guckt man sich, glaube ich, schon auch die ganzen Kommentare an, die es so gibt. Und wenn die Mist sind, dann würde ich, glaube ich, diese Plätze auch gar nicht unbedingt anfahren. Und das ist es eigentlich. Und dann, man guckt ja auch so drum herum, was ist los? Ist jemand da? Wie ist das Feeling überhaupt? Macht es Sinn, da zu bleiben oder nicht? Gibt es bestimmte Ausschlusskriterien? Also ich glaube, im Industriegebiet würde ich mich nicht alleine hinstellen. Es ist so ein bisschen der Wohnwagen mit der Dame, die ihr Geld damit verdient, da zu stehen. Einfach vom Gedanken, so meinerseits. Und direkt an der Straße ist es halt auch nicht so geil. Aber nicht wegen Sicherheit, sondern weil es einfach urstlaut ist. Hast du bisher beim Reisen schlechte Erfahrungen gemacht? Nö, definitiv nicht. Also ich habe gerade überlegt, es gab mal eine Situation, da war ich aber mit einem Kumpel, sind wir zusammen unterwegs gewesen in Ronda und hatten da so einen ganz blöden Parkplatz, der wirklich mittendrin gewesen ist, super laut, und wir waren am Abend in der Stadt unterwegs, haben uns das alles angeguckt, sind dann irgendwann voll spät nach dem Essen zu den Bussen zurückgekommen, waren beide in unseren Karren und irgendwann klopfte es. Und ich dachte, geh weg. Ich will nicht. Was soll das? Ich hatte das vorher schon in der App gelesen, dass da der Gorilla kommt, um abzukassieren irgendwie. Und mein Kumpel schrieb mir dann auch, brauchst nicht aufmachen, das ist hier dieser Gorilla, der irgendwie 1 oder 2 Euro abkassieren will. Und ich war, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich war zu geizig, 1 Euro oder 2 zu bezahlen. Das war einfach saudämlich. Auf jeden Fall war der so penetrant, der hat immer wieder geklopft. Und ich lag da drin wie, weiß ich nicht, Totenstarre und dachte, nicht atmen, nicht bewegen. Dann geht der vielleicht irgendwann wieder. Aber der ist nicht gegangen. Und dann habe ich irgendwann die Tür aufgemacht und dann stand da original so ein kleiner Mensch, war auch super nett und meinte zu mir, er wäre hier, um für meine Sicherheit in der Nacht zu sorgen, und dafür würde er eben 1 oder 2 Euro nehmen. Und ich habe gesagt, Alter, komm morgen wieder. Ich muss schlafen, es ist übelst spät, ich muss morgen arbeiten. Ich bin aber auch morgen Abend noch hier. Da hat er sich auch mit zufrieden gegeben, ist dann auch wieder weg. Ja, und was soll ich sagen? Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Wegen 1 oder 2 Euro. Also ich hätte es ihm einfach geben sollen, dann wäre es gut gewesen. Und das war, ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was dieser Mensch hätte für meine Sicherheit tun können, aber im Nachgang sind da so ganz creepy Sachen in meinem Kopf irgendwie abgelaufen, was jetzt alles passieren kann, weil ich dem jetzt nicht das Geld gegeben habe. Also das war halt blöd. Aber ansonsten,
nein, nix. Wie ist für dich das Alleinreisen mit Hund und hättest du gerne einen Partner? Also ich habe den Bus tatsächlich so ausgebaut, dass er für mich mit Hund nutzbar ist. Als alleinreisende Frau, es ist schön, es macht Spaß. Man lernt, sofern man eben andere Menschen trifft auf Plätzen, auch immer nette Menschen kennen irgendwie. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich absolut darauf aus bin, mit einem Partner unterwegs zu sein. Aber ich glaube, mir ist es manchmal einfach zu langweilig. Ich kann gut mit mir alleine sein, mag das auch ganz gerne mal, fahre auch extra Plätze an, wo ich gucke, dass halt keiner da ist, um einfach wirklich komplett meine Ruhe zu haben und runterzukommen. Aber auf der anderen Seite hat man so viele schöne Plätze, die man anfährt und so tolle Sonnenuntergänge und dann sitzt du da alleine mit deinem Hund und denkst, oh, ist das schön? Naja, und dann gehst du schlafen, so, oder weiß ich nicht, machst noch irgendwas in deinem Bus, das ist alles schön und gut, aber es ist halt, möchte mich schon ganz gerne mal mit jemandem dann regelmäßig vielleicht austauschen oder schöne Stellplätze oder besondere Momente irgendwie dann auch teilen. So, aber ich glaube, egal was man hat, man will immer das, nein, nicht man will, aber man wünscht sich auch gerne immer das, was man eben gerade nicht hat. Mit was beschäftigst du dich in deiner Freizeit? Seit ein paar Monaten auf jeden Fall der Hund. Die ist ja doch noch sehr quirlig, da gibt es einiges zu tun. Und ansonsten lese ich gerne und viel, beschäftige mich mit Sachen im Internet. Ach, ich weiß nicht, ich habe immer so viele Ideen und manchmal überfordert mich das alles. Dann will ich so viel auf einmal machen und dann schaffe ich eigentlich gar nichts. Und dann sitze ich in der Sonne. Ist auch okay. Bist du gut im Nichts? Ja, es fällt nicht immer so leicht. Also ich bin eigentlich eine Macherin, so würde ich von mir sagen. Und als ich den Bus fertig hatte, habe ich gedacht, was ist denn jetzt meine Aufgabe? Hat es irgendwo gefehlt? Und mein Vati sagte dann zu mir, Kind, du hast die ganzen Monate deinen Bus ausgebaut. Du hast jeden Tag mehrere Stunden, nachdem du gearbeitet hast, auch noch am Bus rumgewerkelt. Gönn dir doch einfach mal die Ruhe. Und ich dachte so, das ist irgendwie nicht meins. Also ich sitz schon gerne in der Sonne und mache einfach mal gar nichts. Aber ich kriege dann irgendwann Herzrasen, weil ich denke, was kann ich tun? Was kann ich machen? Machst du in deiner Freizeit Sport? Ich mache ab und an schon mal so ein bisschen Yoga. Das tut gut und das braucht der Körper auch. Das merkt man gerade dann, wenn man es länger mal wieder nicht getan hat. Aber ja, so wirklich regelmäßig. Also mein Fitnessprogramm ist ja halt 150.000 Mal am Tag in diesen Bus rein und rauszusteigen, Türen auf und zuzuschlagen, in die Knie zu gehen, um sich zum Hund runterzubeugen. Keine Ahnung. So, ja. Wir gehen morgens unsere Runde, ich weiß nicht, so eine knappe halbe Stunde, glaube ich. Und dann arbeite ich ja auch klassisch Montag bis Freitag im Vormittagsbereich. Danach gehen wir eine schöne große Runde. Das können dann mittlerweile auch schon mal so 1,5 Stunden sein. Und dann am Nachmittag, Abend noch mal so 2 kleinere Runden irgendwie. Genau. Gab es vor Juna eine Zeit, in der du keinen Hund hattest? Ja, 5 Jahre lang. Ich habe mir das Leben mit Hund im Bus tatsächlich anders vorgestellt. Ich hatte einen fertigen Hund in meinem Kopf, als ich sie bekommen habe, was natürlich völlig utopisch ist, wenn du einen Junghund von 4,5 Monaten bekommst irgendwie. Ich sag mal so, alles in allem ist es eine totale Bereicherung. Ich liebe die total, es macht mega viel Spaß und wenn mir langweilig ist, dann beschäftige ich mich halt einfach mit diesem Hund. Was das insgesamt Unterwegssein angeht, finde ich, ist es schon stressiger mit Hund, weil man viel mehr Dinge einfach beachten muss, wenn man seinem Tier da auch gerecht werden möchte. Und sie hat leider ein massives Problem damit, eben allein in diesem Bus zu sein. Und das schränkt schon sehr ein. Wäre dir im Nachhinein Reisen ohne Hund lieber? Nein, definitiv nicht. Und ich bin auch nicht die Tante, die sich irgendwie alles Mögliche an kulturellen Dingen reinzieht. Nicht, dass man sich vergleicht, aber man guckt ja auch schon, was machen andere oder wie gestalten das andere. Und dann siehst du, was die sich alles angeguckt haben und wo die überall toll gewesen sind. Und ich denke mir immer so, ja, schön, dann wart ihr da, jetzt habe ich es ja auch gesehen, dann brauche ich da jetzt auch nicht hin mehr. So. Also ich bin mehr so ich glaube, ich bin eine Jägerin nach schönen Stellplätzen. Das ist, finde ich, viel bereichernder für mich, als alte Steine anzuglotzen oder irgendwelche anderen Dinge. So. Juna, hey, nee, jetzt ist aber Schluss. Oh. Hab gerade erzählt, wie bereichernd das mit dir ist. Wie finanzierst du dein Vanlife? Ich bin angestellt. Das ist die Antwort auf deine Frage. Punkt. Okay, gut, nächste Frage. Ich arbeite am Laptop und bin eben im Angestelltenverhältnis.
Ich habe einen Vertrag über 30 Stunden in der Woche. Ich bin schon sehr lange in diesem Unternehmen und bin in das, was ich da jetzt tue, so ein bisschen mehr reingerutscht, als dass das mal geplant gewesen ist. Aber es macht unheimlich viel Spaß und gehört zu meinem normalen Tagesablauf einfach dazu, dass ich halt morgens aufstehe, mit dem Hund gehe, meinen Kaffee trinke und dann mich an meinen Laptop setze und meine Arbeit da vollziehe. Hast du feste Arbeitszeiten? Ja und nein. Also ich bin Gott sei Dank sehr flexibel in der Einteilung, was das angeht. Und es kommt eher selten vor. Aber wenn ich mal um 11 denke, kein Bock mehr, keine Termine, geiles Wetter, dann wird die Kiste zugeklappt. Und wenn ich am Abend denke, boah, mir ist langweilig, dann mache ich die Kiste halt nochmal auf und kann das, was ich will nicht sagen, was ich nicht geschafft habe, aber das, was dann in der Zeit, wo ich dann halt einfach mal mir einen Larry gemacht habe, eben dann am Nachmittag oder am Abend nochmal bearbeiten kann. Und was genau machst du da? Also es geht um eine Software, die eben aus dem Hintergrund bedient wird von mir und 2 anderen Kollegen. Wir machen so verschiedene Konfigurationen und Einstellungen, schulen Mitarbeiter in der Bedienung einer App und dieser Software, die damit einhergeht. Und dann habe ich noch, das ist der eine Auftrag, den ich da quasi habe, und der andere schimpft sich als Arbeitszeitbeauftragte für eine dieser Regionen in diesem großen Unternehmen, wo ich eben tätig bin. Und da geht es eben darum, diese Software in Verbindung mit dieser Arbeitszeitberatung halt so ein bisschen also das so verknüpft zu vermitteln, weil es halt ganz viele Dinge gibt, wo man halt einfach drauf achten muss. Es ist schon gewünscht, dass ich mich dann auch mal blicken lasse, also jetzt hier irgendwie 3 Jahre durch die Weltgeschichte schippern und nicht einmal in der Firma irgendwie Hallo sagen, ist glaube ich auch nicht drin, möchte ich auch gar nicht. Also so dieser menschliche Kontakt ist ja dann doch auch nochmal was anderes, als wenn man sich immer nur über einen Laptop sieht. Hast du Pläne für die Zukunft? Bleibt es bei Vanlife? Also tatsächlich, nee. Fertig, danke. Also meine Omi hat mich auch gefragt, als ich meine Wohnung aufgegeben habe, wie lange ich das denn jetzt machen wollen würde. Und ich kann es nicht beantworten. Wenn es mir auf den Sack geht, dann verkaufe ich die Kiste oder behalte sie und gehe in eine Wohnung oder ein kleines Häuschen mit Garten zurück oder weiß der Geier, irgendwie sowas. Also ich glaube, Wohnung ohne Garten oder ohne irgendwie ein bisschen Grün direkt dran kann ich mir mittlerweile nicht mehr vorstellen. Vorher direkt in der Stadt gewohnt, einen Schrebergarten gehabt, so alles schön und gut. Aber das könnte ich mir, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Also dafür mag ich einfach diese Ruhe drumherum viel zu sehr. Deswegen müsste es Minimum eine Wohnung mit einem bisschen Garten oder direktem Grün dran sein. Ich glaube, das ist auch für den Hund, also die kennt das ja jetzt gar nicht anders. Aber ansonsten, nö, ich gucke halt einfach, wie sich alles weiterentwickelt und wie sich's fügt und ja. Was würdest du deinem früheren Ich raten? Mach dir nicht über alles so viel Gedanken. Mach das einfach. Also ich hänge immer wieder gedanklich in so Blasen fest, wo ich Dinge wirklich kaputt gedacht bekomme und mich das dann hindert, das umzusetzen. Also manchmal sind das so kleine Dinge wie, wir fahren jetzt los, wir müssen weiter. Ja, eigentlich ist es doch ganz schön hier. Es könnte ja dies passieren und wer weiß, also wie lange ich dann wieder alleine bin oder wann ich die nächsten treffe. Wo kann ich meine Wäsche waschen? Das ist in Griechenland ja auch irgendwie, also zumindest für mich aktuell, eine der größten Schwierigkeiten. Und dann irgendwann habe ich dann dieses Ding, dass ich denke, so jetzt fahr halt einfach. Da vergehen dann aber schon mal Stunden, Tage. Und dann mache ich es einfach und dann ist es auch immer alles gut. Also ich glaube, die Grenzen, die man sich selber setzt, sind immer hier oben. Es lässt sich immer so leicht sagen, aber das zu ändern und abzulegen, das ist nicht so leicht. Gab es vor dem Start ins Vanlife bestimmte Sorgen oder Ängste, alleine zu reisen? Ja, also als das bei mir losgegangen ist, da haben das tatsächlich viele gesagt, bist du bekloppt, du kannst doch nicht alleine. Und da habe ich gesagt, warum denn nicht? Und dann habe ich ja auch einfach gemacht. Also diese Sorgen und Ängste haben sich erst jetzt in den letzten 3 Jahren irgendwie so ein bisschen entwickelt. Keine Ahnung, wo das herkommt oder warum da plötzlich Unsicherheiten da sind. Ich glaube, wenn du Dinge noch nicht gemacht hast und da voll Bock drauf hast, und so war es ja bei mir mit dem ersten Bus, dann ist diese Euphorie, das zu tun, einfach so groß, dass du dir überhaupt gar nicht über irgendwelche Dinge Gedanken machst, was könnte alles passieren, weil du nur die schönen Dinge siehst. Und ich habe es ja schon gesagt, mir ist ja auch noch nie irgendwie was Schlimmes passiert oder irgendwie sowas, wo ich sage so, oh Gott, und das ist jetzt passiert, weil ich als Frau vielleicht auch alleine unterwegs bin. Ich weiß halt nicht, das ist so mein Life-Struggle gerade, dass ich umso älter ich werde, umso mehr Ängste entwickle ich dann auch. Also hier, ja. Ich glaube, umso jünger du bist, umso weniger
unbedarft gehst du halt an die Dinge, kannst es ganz anders für dich alles einfach machen und gestalten und dann ist es halt, es macht einfach alles Spaß. Und jetzt ist es so, man wird ein bisschen älter und dann sieht man die Dinge noch mal ein bisschen anders und dann geht eben diese Kopfmaschinerie dann das ein oder andere Mal mehr an. Also ich glaube auch, dass die Dinge, die ich jetzt, also Stand heute oder aktuell einfach wahrnehme um mich drum herum, ganz andere sind, als dass ich das mit 20 oder so gesehen hätte. Also ich kann halt diese Schönheit dieser Blumenwiese, ja, da hätte ich damals gedacht, ja guck mal, Blumen blühen, toll. Und jetzt ist das so, morgens du gehst raus und dann geht die Sonne und dann denkst du so, oh, jetzt gehen die Blümchen wieder auf, das ist so schön. Ich war mal mit meiner Mutter, früher sind wir immer zusammen zum Bus gegangen und sie sagte irgendwann, oh, horch mal, die Vögel zwitschern. Ich gucke meine Mutter an, ich sage, was ist denn jetzt los? Wirst du alt oder was? Mittlerweile geht es mir aber auch so, dass ich denke so, oh, es wird Frühling, die Vögel zwitschern, die Blümchen blühen. Ja, das ist einfach, also der Blick ist ein ganz anderer. So, der Fokus verrückt irgendwie auf andere Dinge, als wie sie damals halt einfach wichtig waren. Was würde auf einer Postkarte stehen, die du aus deinem Van an die ganze Welt schreibst? Da würde draufstehen, ihr müsst euch nicht alle lieb haben, aber akzeptiert einfach jeden anderen, wie er ist. Gibt es einen Mythos über Vanlife, den du gerne entkräften würdest? Oha, da muss ich mal tief in mir graben. Was gibt es denn für Mythen über Vanlifer? Also ich würde schon sagen, mit Vanlife verändert sich dein komplettes Leben. Da ist schon ein Stück was dran, aber dann hast du ein anderes Leben und das ist dann irgendwann genauso jeden Tag gleich, wie es vielleicht vorher gewesen ist. Klar, auf eine andere Art und Weise, aber vielleicht könnte ein Mythos sein, alle Vanlifer sind Hippies. Die meisten Vanlifer sind entspannter, glaube ich, unterwegs. Aber das trifft nicht auf die Frage der Mythen zu, oder? Ach, keine Ahnung, es gibt ja solche und solche. Also ich habe jetzt noch keinen Vanlifer im Anzug und Schlips gesehen, wobei es auch das sicherlich gibt. Wie hat das Leben im Van deine Sicht auf Zuhause verändert? Also mein Zuhause ist mein Bus. Das war also ja doch relativ schnell von Anfang an, dass ich das so gefühlt habe. Zuhause hat aber für mich auch noch die Definition von ich fahre in meine Heimat. Und das ist halt einmal meine Homezone, wo meine Eltern und meine Freunde sind. Und das ist mein Geburtsort, wo meine Omi ist, die scharf auf die 90 steuert. Das ist für mich, wo ich sage, ich fahre nach Hause irgendwie. Und ansonsten habe ich mein Haus ja immer mit dabei. Hat sich die Beziehung zu deiner Familie verändert, seitdem du so lebst? Bindung oder Verbindung zu meiner Mama ist noch mal stärker geworden und Oma geht auf die 90. Die würde ich halt eigentlich gerne öfter sehen, ist aber halt in dem Maß nicht möglich. Also wir telefonieren regelmäßig miteinander. Könnte manchmal mehr sein. Haben uns dann auch immer ganz viel zu erzählen und freuen uns einfach unheimlich, wenn wir uns dann endlich wiedersehen. So. Und dann ist es auch wirklich, wenn ich nach Hause fahre, was dann eben auf Oma Schrägstrich Geburtsstadt meinerseits ist oder eben zu den Eltern, wo auch die Freunde in der Stadt sind, dann bin ich auch gerne mal ein paar Tage länger dann einfach da. Und dann eben auch mit Oma in der Wohnung, so bei ihr. Und nicht, ich schlafe dann unten in meinem Zuhause auf dem Parkplatz. Das mache ich dann halt auch nicht. Hat deine Oma Verständnis für die Art, wie du lebst? Also sie freut sich immer wieder oder sagt auch, ich soll mein Ding machen und so viel sehen, mitnehmen und erleben, wie es irgend möglich ist. Ich glaube, so ganz nachvollziehen, wie es wirklich ist, kann sie nicht. Also wir haben auch schon da zusammen Kaffee drin getrunken und ich habe sie auch abgeholt und dann sind wir halt auch gefahren, aber also es geht auch nicht mehr, dass sie körperlich quasi mit drin schläft, weil sie doch nachts ziemlich häufig auf Klo muss. Das wäre, glaube ich, ein Problem. So. Ich glaube, sie wartet drauf, dass ich irgendwann sage, reicht und ich gehe wieder in eine Wohnung, weil es ihr besser gehen würde mit diesem Gedanken der Sicherheit, die einfach dahinter steht. Ne? Was könnten aus deiner Sicht Außenstehende aus diesem Lebensstil lernen? Die Natur viel mehr zu schätzen, ja. Das einfach bewusst wahrzunehmen, wie schön dieser Planet ist und auch einen Teil dazu beizutragen, dass es so bleibt. Also ich versuche immer, hier ist es fast unmöglich, aber das ein oder andere Plastikteilchen findet man trotzdem, einen Platz immer sauberer zu hinterlassen, als ich ihn vorgefunden habe. Ja. Und wenn es halt nur so ein Stück Plastik oder irgendwo eine Kippe ist, die man aufsammeln kann, weil mehr gibt es hier tatsächlich nicht, aber da gibt es auch andere Plätze. Ja. Also das Bewusstsein von diesen Vanlifern ist einfach ein ganz anderes und ich erlebe das oder sehe es immer wieder, dass die, leider muss man so sagen, die Einheimischen diejenigen sind, die halt ihren Aschenbecher komplett irgendwo hinkippen. Ja, egal wo sie gehen und stehen.
Was ist deine Botschaft an Frauen, die generell alleine reisen wollen? Also ich glaube, ein unwahrscheinlicher Vorteil, wenn man als Frau alleine unterwegs ist. Man kommt immer ein bisschen hilfebedürftig rüber und man hat dadurch einfach immer Hilfe an der Seite, auch wenn man die manchmal vielleicht gar nicht haben möchte. So, aber wenn es hart auf hart kommt, dann, also ich habe mich bis jetzt, was das angeht, wenn irgendeine Notsituation gewesen ist, also jetzt nicht mit dem Bus, aber mit dem anderen vielleicht, ich habe trotzdem immer irgendjemanden an meiner Seite gehabt, der gesagt hat, ach komm, das ist nicht so schlimm und jetzt gucken wir mal hier und machen mal da. Und das ging alles wunderbar. Also als alleinreisende Frau hast du viel mehr Hilfe vielleicht an deiner Seite, als wenn du mit einem Partner unterwegs bist. Und man lernt auch einfach ganz autark mit sich selber die Dinge zu regeln. Weil es ist halt keiner da, der einem sagen kann, jetzt machen wir mal dies und jetzt machen wir mal das und dann wird es schon wieder. Du musst es dann halt in dem Moment mit dir selber geregelt bekommen. Und hinterher kannst du stolz drauf sein, musst du nicht. Das ist halt das Leben so, wenn man alleine unterwegs ist. Aber es stärkt einen, glaube ich, doch auch ungemein. So, mein Lieben, das war das. Okay. Okay, warte, jetzt. So, mein Lieben, das war das super sympathische Interview mit der lieben Jay. Danke, ich kann nicht mehr gucken. Wir haben uns versucht so zu positionieren, dass sie möglichst nicht mit dem Gesicht, aber die Sonne wandert halt während der Zeit und wir haben beide irgendwie ein bisschen rot im Gesicht. Jetzt will ich euch nur kurz zeigen, falls euch auch Jays Instagram-Kanal interessiert. Jays Fantasy, ja, schaut gerne mal bei der lieben Jay auf Instagram vorbei. Machst du YouTube? Nö. Machst du irgendwas anderes, TikTok? Hab gestern mit TikTok angefangen. Hat gestern, gleicher Name? Ja. Also Jay hat gestern mit TikTok und ich muss sagen, ich finde die Reels, die sie auf Instagram macht, sind wirklich gut und auch spannend und vor allem, jetzt, das war der Reel, den ich gestern gesehen habe, ja, sie hat sich hier praktisch an der Schiebetür was gefixt und ich finde es halt interessant, wenn man sieht, weil oftmals gibt es ja so diese Einstellung, Frau kommt da mit der Technik nicht alleine klar und lauter so ein Blödsinn. Also von daher schaut gerne bei ihr vorbei. Mega interessant und in diesem Sinne sagen wir Tschüssi. Hau mit der Hand drauf. Nee, nicht. Okay, nochmal. Okay, nochmal. Und in diesem Sinne sagen wir Tschüssi. Tschüssi. Super.